Frage Nummer 111. In Deutschland darf man wählen. Was bedeutet das? Alle deutschen Staatsangehörigen dürfen wählen, wenn sie das Mindestalter erreicht haben. Nur verheiratete Personen dürfen wählen. Nur Personen mit einem festen Arbeitsplatz dürfen wählen. Alle Einwohner und Einwohnerinnen in Deutschland müssen wählen. Die Lösung ist, alle deutschen Staatsangehörigen dürfen wählen, wenn sie das Mindestalter erreicht haben. Frage Nummer 112. Die Wahlen in Deutschland sind speziell, geheim, berufsbezogen, geschlechtsabhängig. Die Lösung ist geheim. Frage Nummer 113. Wahlen in Deutschland gewinnt die Partei, die meisten Stimmen bekommt, die meisten Männer mehrheitlich gewählt haben, die meisten Stimmen bei den Arbeitern, Arbeiterinnen bekommen hat, die meisten Erststimmen für ihre Kanzlerkandidaten erhalten hat. Die Lösung ist, die meisten Stimmen bekommt. Frage Nummer 114. An demokratischen Wahlen in Deutschland teilzunehmen ist eine Pflicht, ein Recht, ein Zwang, eine Last. Die Lösung ist ein Recht. Frage Nummer 115. Was bedeutet aktives Wahlrecht in Deutschland? Man kann gewählt werden, man muss wählen gehen, man kann wählen, man muss zur Auszählung der Stimmen gehen. Die Lösung ist, man kann wählen. Frage Nummer 116. Wenn Sie bei einer Bundestagswahl in Deutschland wählen dürfen, heißt das aktive Wahlkampagne, aktives Wahlverfahren, aktiver Wahlkampf, aktives Wahlrecht. Die Lösung ist aktives Wahlrecht. Frage Nummer 117. Wie viel Prozent der Zweitstimmen müssen Parteien mindestens bekommen, um in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden? 3%, 4%, 5%, 6%. Die Lösung ist 5%. Frage Nummer 118. Was regelt das Wahlrecht in Deutschland? Wer wählen darf, muss wählen. Alle, die wollen, können wählen. Wer nicht wählt, verliert das Recht zu wählen. Wer wählen darf, kann wählen. Die Lösung ist, wer wählen darf, kann wählen. Frage Nummer 119. Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das? Alle verurteilten Straftäter, Straftäterinnen dürfen nicht wählen. Wenn ich wählen gehen möchte, muss mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin mir freigeben. Jede Person kann ohne Zwang entscheiden, ob sie wählen möchte und wenn sie wählen möchte. Ich kann frei entscheiden, wo ich wählen gehen möchte. Die Lösung ist, jede Person kann ohne Zwang entscheiden, ob sie wählen möchte und wenn sie wählen möchte. Frage Nummer 120. Das Wahlsystem in Deutschland ist ein Zensuswahlrecht, Dreiklassenwahlrecht, Mehrheits- und Verhältniswahlrecht, allgemeines Männerwahlrecht. Die Lösung ist Mehrheits- und Verhältniswahlrecht.